Heute dreht sich alles ums Feuer machen. Wenn dein Feuer einmal nicht angeht, liegt es meistens nicht am Feuerstahl, sondern an deiner Vorbereitung. So wie du gesehen hast, habe ich mir sehr viel Zeit dafür genommen, das sehr gut vorzubereiten. Denn mit der richtigen Vorbereitung ist Feuer machen ein Kinderspiel. So, hier ist Birkenrinde, kennt ihr sicherlich alle. Und davon nicht so ein paar Fusel, sondern einfach richtig viel. Denn hier gilt, je mehr, desto besser und desto leichter. Ich habe fast einen Hut voll. Dann habe ich noch Harz und wir werden noch ein paar Sachen mit trockenem Feuerholz machen. Ich zeige euch alles, ja, und dann könnt ihr das selbst versuchen. Wie du gesehen hast, habe ich tote Bäume genommen, habe die dann unten abgesägt, klein gehackt, kleine Äste an Bäumen genommen, die stehen. Also ich nehme grundsätzlich zum Feuer anmachen nichts vom Boden. Wenn das Feuer bis brennt, kannst du natürlich alles darauf werfen. Also ich würde jetzt keinen frisch gefällten Baum da drauf werfen, da das nicht sehr gut brennt. Aber sonst kannst du alles, was so von Totholz rumliegt, auf jeden Fall benutzen. Und ich würde auch immer Totholz einfach benutzen. Auch von der Birke zum Beispiel hast du gesehen, ich habe eine tote Birke benutzt oder eine, die umgefallen ist, die hier bei den Arbeiten verletzt wurde. Und ich würde auch immer solche Birkenrinden bevorzugen. Du findest genug in der Natur, genug Birken, die wachsen überall. Da findest du überall tote Birken. Nimm einfach davon und wenn du mal sowas findest, nimm einfach mehr mit für das nächste Mal, wo du Feuer machen möchtest. Und hör auf, die lebenden Bäume anzuschneiden und die zu verletzen. Das ist einfach Unsinn. Also ihr findet genug. Oder Harz habt ihr gesehen. Also ich habe hier, ihr könnt eine Kerze davon gießen. Ne? So, was ich generell immer tue, ich lege mir immer zuerst trockenes Holz unten rein. Einfach so, wo ich das Nest drauf baue. Ich werde jetzt verschiedene Feuerarten zeigen, um das Feuer anzumachen. Also ich werde nie weiter gehen als die Größe. Da, wenn das hier brennt, bis brennt, das Feuer an ist. Nehmen wir Birkenrinde. So. Dann nehme ich schon mal Äste. Links und rechts lege ich mir einen Ast hin, damit da auch ein bisschen Luft dran kommt. Wenn ich jetzt hier keine 3 Feuer machen würde, würde ich auf jeden Fall mehr Zunder benutzen. Ruhig so eine Handvoll. Könnt ihr davon ruhig benutzen, um ein Feuer anzumachen. Also es spricht nichts dagegen, euch das Leben leicht zu machen. Einfach viel davon benutzen. In einer Notsituation wollt ihr unbedingt das Feuer anbekommen. Und dann nehmen wir unser Messer. So. Was ich sehr, sehr, sehr oft sehe, das hier. Irgendwie das dahin sprayen oder das hier. Einfach nicht effektiv. So, was ich immer mache, ist, ich lege mein Messer dahin und dann ziehe ich einfach den Feuerstahl darüber. Das lege ich zur Seite. Ihr braucht euch nicht zu stressen. Jetzt geht ihr von klein auf groß. Und wieder größer. Ich mache es jetzt aus.
Da sieht man dann auch, warum ich die immer drunter lege. Und dann habt ihr direkt unten ein schönes Glutbett. Das brennt. Nur mit Holz. Ohne irgendeinen Anzünder. Dann habe ich noch Eichenholz hier. Dann nehmen wir so ein rausgetrenntes Stück. Puta madre. Au. So, das Harz wirkt wie Kerzenwachs und es braucht an sich einen Docht, um zu brennen. Es kann auch von sich selbst ausbrennen, aber mit Docht funktioniert es halt wesentlich besser. Mit der kleinen Flamme könnte man dann kochen. Wenn man da immer wieder nachlegt, ja, funktioniert das wie eine Kerze an sich. Allerdings sollte man den Rauch auf gar keinen Fall einatmen. Brennt jetzt auch, also das geht nicht aus.
Na? Seht ihr? Ja, ich würde auf jeden Fall versuchen, das Feuer nie so anzufangen, da das sehr schwer ist, überhaupt irgendwas zu treffen. Ich würde immer die Methode bevorzugen. Was sind denn noch so typische Gründe, warum es mit dem Feuerstahl nicht funktioniert? Also, ich habe hier ein Messer und da sind die Kanten nicht scharf. Und dadurch, auch da, die extra, also hier gibt es eine Kante, die ist extra dafür gemacht, aber auch damit, naja, im Vergleich zu einem scharfkantigen Messer, da geht es halt ab. Das ist auf jeden Fall einer der Gründe, warum es bei dir nicht funktionieren könnte. Der Messerrücken. Da der Messerrücken, das ist einfach nicht scharfkantig. Im Vergleich zu dem richtig scharfkantig. Und im dritten Teil geht es um den Mythos Feuerzeug versus Feuerstahl.